Willkommen zu Bitcoin Ekasi bei Mossel Bay. Was haben wir denn jetzt gelernt? Wir haben die Surfer-Kids, die kommen nach der Schule so gegen 15:30 Uhr aus dem Township gelaufen und laufen runter zur Bucht und lernen da das Surfen. Hintergrund für die sportliche Betätigung ist, dass sie merken, Verantwortung zu übernehmen und dran zu bleiben. Denn Surfen lernt man nicht einfach so ganz schnell, sondern das dauert ein bisschen. Und daher Und auch, müssen sie, dass man sie von der Straße holt, damit dass sie nicht nach der Schule auf der Straße rumhängen, sondern dass sie einen Ort haben, wie bei uns Jugendclubs, dass sie eine sinnvolle Tätigkeit nach der Schule machen. wir waren ja dann oben im Township selber, da haben uns netterweise Lutano und sein Kumpel mit dem coolen, von der Bitcoin Beach gesponserten, mit orangenen Hörnern ausgestatteten Bitcoin Jeep in den Township gefahren. Und da versucht man quasi eine Kreislaufwirtschaft hochzufahren. Die Leute bekommen quasi eine Miete für ihre Wand, 60 Rand im Monat, dafür, dass sie ihre Wand für das Logo bereitstellen. Und mit diesem Rand und diesem Geld können sie, wenn sie möchten, in den Shops im Township selber einkaufen. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Wir sind da hingegangen und haben uns was zu trinken gekauft. Ja, schon ein bisschen spooky. Die Dame sitzt so hinter Gittern, hinter der Kasse. Aber zum Schluss wollte sie dann auch noch mit uns Fotos machen, ist noch vorgegangen. Und wir haben natürlich mit Wallet of Satoshi, also mit Satz bezahlt, unsere 2 Wasser und einen bisher mir unbekannten Bananentrink. Und dann sind wir rüber zu Bitcoin Ekasi gegangen. Das ist deren Main Office, was gleichzeitig auch eine sogenannte, ja, eine kleine Schule nochmal ist. Und dafür haben sie eine Lehrerin abgestellt, mit der wir noch ein kleines Gespräch geführt haben, und die hat uns dann in den Klassenraum geführt, wo an der Wand dann so lustige, ne, also das Alphabet dran gemalt ist, und also sie lernen neben Englisch dann eben auch diese finanziellen Geschichten, und das ist wir haben es nicht so richtig 100% verstanden, aber das läuft auf alle Fälle parallel zur Schule und ist in 5 verschiedene Altersklassen unterteilt, und sie bekommen da eine Ausbildung zu diesen Themen Geld, Geldwirtschaft, und sie werden belohnt für Anwesenheit. Wer regelmäßig diesen Kurs besucht, bekommt am Ende des Monats 30 Rand waren es, ne, glaube ich, pro Kind. Ich glaube, es waren 30. Und wenn sie dann Tests bestehen, bekommen sie auch 30 Rand. Und die werden auf so Karten gebucht, und dann können die Kinder entweder sparen, um halt das Thema Sparen zu verstehen, oder sie können damit eben dann auch einkaufen gehen. Und der ganze Hintergrund ist eben Werte vermitteln und auch dieses Thema, warum sollte ich sparen, warum sollte ich mich anstrengen. Wir haben Adrian getroffen, das ist ein Südafrikaner, der sich auch engagiert in dem Rahmen. Er hat das relativ deutlich gesagt, dass es halt so ein kulturelles Problem ist, dadurch, dass also es ist die Erwartungshaltung da, ich muss was bekommen, ich muss nichts dafür tun, und das muss man erstmal brechen. Und da zielt auch diese Ausbildung hin, dass man sagt, hey, ich muss mich anstrengen, ich muss irgendwas tun, um am Ende des Tages irgendwas zu erreichen. Und da hilft eben dieses Surfen, da hilft diese Ausbildung und eben auch immer das Dranbleiben und dann am Ende die Belohnung in Form von den Rands, in dem Fall natürlich Geld, in Form von Satoshis, die dann auf die Karten gezahlt werden. Ja, ich fände es ziemlich cool, wenn der ein oder andere Satoshi seinen Weg nach Südafrika findet. Wie gesagt, Adresse steht unten in der Beschreibung, und mit ein paar Bildern von Mossel Bay und der Beach verabschieden wir uns